schon komisch. Denn wir fordern Bioprodukte, doch gehen zu Fastfood-Ketten. Okay, wenn wir das nächste Mal einsetzen, setzen wir alle mit ein. Okay, let's go. Wir fordern Bioprodukte, doch gehen zu Fastfood-Ketten. Geschmacksverstärker. Als würde uns der Fraß dort schmecken. Herangezüchtet in Laborkästen, manipulierte Buletten aus den sterilen Massenschlachthausketten. Sieh es dir an. Subventionierte Parkflächen, während die halbe Welt nichts hat zu messen. Anscheinend wird das vergessen. Profitable Machtinteressen, Saatgutketten, die ihre Wissenschaft einsetzen für die Terminator-Plätzchen und abends setzen wir uns auf unsere Couch, stehen sie laut auf, beziehen unseren Spaß aus Kästen, die uns in HD senden, um uns davon abzulenken, was so geschieht und belustigen unserem Leid anderer Menschen. Die Welt ist krank, krankes Denken, wir sind wie Patienten, eingesperrt in kahlen Wänden. Sag mir, wie soll das noch enden? Sag mir, wie wird das doch wenden? Die Masse zählt, scharfer Schlaf wandelt, während sie im Albtraum stecken. Die Welt ist krank, gemessen an dem Zustand, als hätten wir nicht schon ganz vergessen, dass wir, wenn wir Kraft aufwenden, alles ändern konnten, wenn wir wollten. Es golden nur die Konten, hätten wir früher begonnen, legt die Welt jetzt nicht in Krankenbetten. Think we have to tell you this. The people are ready, it's time for a shift. Free up your mind, ignorance is bliss. Fight for your rights. It's time to resist, it's a sick Wir world. leben in einer kranken Welt. Living in a sick Es ist eine kranke Welt und ja, man sieht es an verschiedensten Symptomen. Denn sind am Himmel diese Thronen, schwelen Kriege auf dem Boden, in der Tiefe keine Liebe, sperren Tiere ein in Zonen. Wer hat ihnen denn verboten, mit uns diese zu bewohnen? Ha, als wären wir so weit da oben. Doch sagt mir, welche andere Art, sonst wird gegeneinander Kriege wegen Kohle, Kriege wegen Boden, Religionen oder Drogen. Und ich frag mich, wer sind hier die Idioten? Ha? als wären wir der Schöpfungskrone. Nur weil wir töten können, müssen wir es nicht immer wieder wiederholen. Wirklich große schenken Liebe, die wir Medizin in hohen Dosen. Die Welt befreit aus ihren Depressionen. sick, we have to tell you this. The people are ready, it's time for a shift. Free up your mind, ignorance is bliss. Fight for your rights. It's time to resist, it's a sick world. Wir leben in einer kranken We are Welt. living in a sick Es ist eine world. kranke Welt und ja, ihr habt recht, ich will die Welt verändern. Mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, Liebe als Triebfeder. Mut als den Motto nehmen. Für große Themen immer die richtigen Noten wählen. Ich helfe, die Dinge anzusprechen wie ein Logopäde. Ändert sich nichts, geht die Welt ihrem Tod entgegen. Warum bleibt ihr stumm? Kann nicht irgendwer den Notruf wählen? Piep. Lasst uns diese Strophen mehr als Defibrillatoren nehmen. Sick, we have to tell you this. The people are ready, it's time for a shift. Free up your mind, ignorance is bliss. Fight for your rights. It's time to resist, it's a sick world. Wir leben in einer kranken We are Welt. living in a sick Wir leben world. noch in einer kranken Welt, doch wir ändern das. Dankeschön. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können ja für vieles, aber für das Wetter können wir nicht. Umso mehr freut es mich und ich gucke ja dann weiter rund und sehe noch kein Ende, dass ich euch alle hier begrüßen kann. Mein Name ist Rainer Braun, ich bin der Geschäftsführer der Juristinnen und Juristen gegen Atomwaffen und ich glaube, ich kann sagen, einer der Initiatoren dieser Stopp-Rammstein-Kampagne. Und wenn ich hier in dieses Rund gucke, dann kann ich sagen, es ist toll, dass ihr alle hier seid. Und ich will es gleich zu Beginn sagen. Wir haben diese Menschenkette nicht an jeder Stelle heute geschlossen bekommen. Das haben wir noch nicht geschafft. Von den 11,2 Kilometern haben uns vielleicht noch 3 gefehlt. Aber wir haben dem Wetter getrotzt. Wir haben eine tolle Menschenkette hingekriegt mit vielen tollen, imposanten Bildern, die zeigen, was unser Wille für Frieden und gegen Krieg und Drohnen ganz deutlich ist. Und wir haben trotz des ganzen Regens
kommen hier immer noch mehr und mehr Menschen zu dieser Schlusskundgebung. Ein eindrucksvolles Bild, das diese Region noch nicht erlebt hat. Wir haben heute Geschichte geschrieben mit dieser Aktion und darauf können wir stolz sein. Wir wissen, von diesem deutschen Boden geht Krieg aus. Krieg, der mit Drohnen gegen Zivilisten, gegen Frauen und Kindern geführt wird. Weltweit und immer wieder. Und ohne diese Relaisstation gäbe es diese kriegerischen Einsätze nicht. Deswegen werden wir auch weiterhin alles tun, dass dieser Kriegseinsatz von deutschem Boden der Völkerrecht und Grundgesetz widerspricht, dass dieser beendet wird. Dafür stehen wir hier und dafür werden wir auch immer wieder kommen. Und wir sind auch nicht. Und ich sage das gerade, weil ich mich freue, meinen ersten Redner ankündigen zu können. Und wir sind auch niemals und nicht Anti-Amerikaner. Erstens ist Amerika weit mehr als die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern ein großer Subkontinent, mit dem uns ganz viele Solidarität in den letzten Jahren verbunden hat. Und zweitens stehen wir auch ganz fest an der Seite von vielen Bürgerinnen und Bürgern der USA, weil diese mit uns für den Frieden kämpfen. Und wir können ja Bernie Sanders von hier einmal grüßen. Und stellvertretend für dieses andere Amerika, dieses friedliche Amerika, mit dem uns so viel verbindet, begrüßt jetzt mit mir Ray McGovern, der von einem Saulus zum Paulus geworden ist, der ehemalige CIA-Agent, der jetzt Aufklärung betreibt über die Machenschaften dieser Organisation und der amerikanischen militärisch-industriellen Geheimdienstkomplexes. Ray, herzlich willkommen bei uns. Du bist die Stimme dieses Amerikas, dieser USA, der wir uns zutiefst verbunden fühlen. Ray, du hast das Wort. Vielen Dank. Wow, wow, wow. Fangen wir an mit einem Lied. Die Gedanken sind frei. Und es nicht mehr geregnet, nichts Frieden. Also noch eine Bitte. Bitte, seht euch um. Seht euch um. Es ist so eine Ermutigung für mich, hier zu stehen. Aber Sie müssen, seht euch um zu sehen, wie man das machen wird, ja? Also, wenn es amerikanische Streitkräfte hier sind, would I say a word to these Americans? And I would call your attention to the Taube, the dove there. When I first saw it in the Mitte, I thought maybe it was a chicken hawk. But it's not a chicken hawk, it's a dove. Now, to the American Soldaten, I would say that you are not only allowed, you are required to disobey illegal orders. I'm old enough to remember, I was am Leben während des Krieges. When I say the war, I have to say the Second World War these days.
but I was around for Nuremberg, and I remember how important and how seriously we all took that. And one of the Nuremberg principles, of course, is that we are individually responsible for not obeying illegal orders. And those illegal orders, those are the ones that order a 22-year-old young man to push up, or a woman, to push a button in Nevada and kill suspected militants. Suspected militants? Yeah, because we have their telephone number. That's enough to make them suspected? Suspected because they had lunch with a former brother-in-law of a communist that they knew 20 years ago. So, don't let anyone tell you these are very precisely targeted victims. They are not. The missiles are precise. The Hellfire missiles, I have to zugeben, die sind sehr präzise. Aber the Unterlagen, the intelligence is miserable. And so lots of people get killed. And so without further ado, remember, Nuremberg principles, we are not required to obey an immoral or an unlawful law or order, and we are personally responsible for not obeying that order. Now, very little has been said here about why, and I address this also to the GIs in the audience, and I know there are several. I won't ask you to raise your hands. I know this is, this is very clear to most of us, but in September, Pope Francis, Papst Franziskus, was before our Congress. And he was very precise in criticizing what he called the blood-soaked arms traders. The blood-soaked arms traded. Die blutdurchtränkten Waffenhändler. So those of you GIs who are here, or even part of the Bundeswehr, realize who you're working for, okay? Realize who you're really working for. It's the blood-soaked arms traders, and they are making $1 million on you wearing these uniforms and you pushing these buttons and you killing people within 3 minutes of 3 seconds of killing of that. Now, I will just add one thing, and it has to do with the only general of the Marine Corps who won 2 Medals of Honor. His name was Smedley Butler. He served, he retired about 80 years ago, but he was enforcing the Bank of America and other institutions and their ruling over Central America and the rest of the Americans. And when he finally figured out what he was doing, despite his 2 Medals of Honor, he said, war is a racket. War is a racket, okay? And what we should do is make sure that no more wars happen. And the way we do that is we make sure that the captains of industry, right, and the legislators in the Bundestag and in Congress are the first ones to be conscripted in these wars. Then the wars will stop. These are chicken hawks. So, in ending, I would just like to say how encouraged we who are working very hard in the United States of America against illegal wars, how encouraged we are to see you all out there, to see you close to this Ramstein base where this terrible stuff happens from the satellite link. So, I will go back to America and tell them what I see here. And what I see here, I wish you all could see. That's why I asked you to turn around and look at one another. It's an incredible Ermutigung. It's an incredible encouragement. So keep it up. Don't stop. Die Gedanken sind frei. Hey!
They thank you so much. And all the best greetings and wishes to the other side of the Atlantic Ocean. And I'm sure that we will see each other again somewhere in the world in the fight for peace, and all the best also for your elections. Thank you so much. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte euch jetzt kurz einen Musiker ankündigen, den ich gar nicht ankündigen muss, aber ich würde es trotzdem machen. Killers Moore ist einer von denen, der sich nie scheut, da zu spielen, wo er gefragt wird. Es hat so fürchterlich geschüttet am Mittwoch im Camp, dass uns fast die Wiese weggeschwommen ist. Aber wer macht die Musik und sorgt dafür die gute Stimmung? Killers Moore. Jetzt ist er wieder mit uns und wird für uns singen. Killers, herzlichen Dank für all dein Engagement und deinen Einsatz. Du bist jetzt dran. Dankeschön, zu viel der Blumen. Da wir uns beeilen wollen und direkt loslegen, spiele ich jetzt noch einen halben Song und dann kommt etwas Exklusives, was ich für euch vorbereitet habe. Aber dieser halbe Song muss zum heutigen Thema passen und deswegen heißt er Peace. Oh! Aha. Ich muss ganz was loswerden. Ein Mensch, ich sprech für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehängt. Und diese Botschaft sende ich so raus in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor sie mir den Ton abstellen. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, nie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar mein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Und dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten, denn das ist der Grund, warum wir endlich aufstehen müssen, den Saug sehen müssen. Es rettet uns kein großer Held, die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace! Dafür rede ich, dafür stehe ich. Peace! Keine Forderung, das lebe ich. Peace, denn egal was kommt, ich zieh ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil ich nie auf meine Brüder oder Schwestern zieh. Kommt schon, schreit so laut, dass das ganze Land uns hört. Peace, Peace. Schreit so laut, dass jeder aus der Basis uns hört. Peace, Peace. Friede ist nicht rechts und Friede ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Und jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren sich an der Front, die Panzer formieren. Mit Massenpsychologie aus den Gedankenfabriken, wo sie an manipulativen Taktiken schmieden. Sie ziehen auf unser Denken unumgänglich umzudenken, was wir von dem Russen denken. Was für ein Quatsch, Mann, das sind 130 Millionen Leute, genau so wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jedem in der Politik. Keiner will Krieg, außer Banken, die an beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben und Rüstungsindustrien, die an Schüssen gut verdienen, es sehen nicht Mütter, die laut schrien. Sie sind süchtig nach Profit. Und nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist hohl. Wir sitzen im selben Boot wie bei la Revolution. Hebt eure Hände hoch, Peace! Dafür reden, dafür stehen wir hier, Peace! Keine Forderung, das leben wir, Peace! Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon, schreit so laut, dass man uns auch bis Moskau hört. Peace! Peace! Schreit so laut, dass man uns auch bis Washington hört. Peace! Peace! Dankeschön!